Ja, guten Morgen. Wir sind heute von unserem Übernachtungsplatz zum Rastplatz an der E69 weitergefahren. Machen jetzt hier noch einen kurzen Zwischenstopp auf ungefähr 2/3 des Wegs nach Karasjok. Da wird unser nächster Halt sein. Da bleiben wir dann auch mal bis Montag, also heute haben wir Donnerstag, auf dem Campingplatz. Muss man wieder ein bisschen Videos schneiden, Fotos bearbeiten. Ja, einfach mal ein paar Tage entspannen auch wieder. Nachdem wir in den letzten Tagen ja sehr viel gefahren sind. Wir haben gestern auf jeden Fall alles richtig gemacht, durchzuziehen bis zum Nordkap. Denn heute Nacht um 23 Uhr habe ich in der Wegwesen-App gesehen, wurde die Straße zum Nordkap gesperrt, erstmal auf unbestimmte Zeit wegen Wetter. Haben wir also echt Schwein gehabt, dass wir das gestern durchgezogen haben. Ansonsten wäre die Mission Nordkap ein Fehlschlag gewesen. Ach ja, und weiß nicht, ob man es sehen kann, aber die Öffnungszeiten da unter dem Extra 7 bis 23 Uhr. Und Deutschland so, Ladenschlussgesetz. Da steht auch kein Tag dabei. Ich glaube, die haben ja Montag bis Sonntag auf. Several days later. Wir sind heute aufgestanden und Thermometer hat -12 angezeigt oder -15, so genau weiß ich es nicht mehr. In jedem Fall kalt. Und wir gehen jetzt trotzdem mal raus. Wir wagen uns raus, sind jetzt auf dem Weg nach Karasjok ins Zentrum und schauen uns da ein bisschen um. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. Landschaftlich ist es natürlich toll. Die Stimmung, die Winterstimmung. Viel zu früh am Morgen. Und hier passieren wir die finnische Grenze. Man beachte die Höhe der Straßenschilder. Ja, hallo aus Finnland. Wir sind heute von Karasjok ein kleines Stückchen weitergefahren, nur 30 Kilometer. Hier auf dem Parkplatz, direkt an der Straße, aber Rastplatz, ist nicht so viel los. Es ist eine Nebenstraße. Gestern beim Spaziergang sind wir nicht sehr weit gekommen, weil wir dann an der Hauptstraße entlang hätten laufen müssen und das war uns zu gefährlich bei dem Wetter. Da gab es leider auch keinen Gehweg oder Spazierweg. Deshalb machen wir jetzt heute noch einen kleinen Spaziergang.
Haben wir hier Zeitverschiebung. Ist eine Stunde später als noch in Norwegen. Wir haben gerade Mittag gegessen. Und hier geht die Sonne um 2 unter. Dafür geht es halt auch erst um 10 auf. Morgen geht es dann ca. 200 Kilometer weiter Richtung Süden. Und übermorgen erreichen wir dann Rovaniemi, wo wir uns dann auch wieder was anschauen werden, was ihr dann auch sehen könnt. Ist ein Loch, also schön. Meins zwischen den Balken. Das ist schön, so wie ich bin. Ja, der Schnee ist wunderbar hier. Es ist so richtig schön Winter, ne, wie wir es uns eben vorstellen. So, wie viel ist es? 20 Zentimeter Schnee oder so, ne? Und die Wanderung hier durch den verschneiten Wald und über die Brücke ist in jedem Fall ein Highlight. Auch wenn ich bei der Brücke natürlich ein bisschen gewackelt habe, aber weil die doch ziemlich rutschig war, aber es ging dann doch. Ja, das ist ein richtig schöner Waldspaziergang. Zum Glück hat die Wetter-App auch nicht recht mit minus 10 Grad, sondern Mando stand jetzt minus 3 Grad außen dran, also innen im Außenthermometer. Wir sind hier an Finnlands größter Quelle. Die entsprießt da hinten, was ich gerade euch schon gezeigt habe, beziehungsweise jetzt nochmal kurz zeigen werde. Am nächsten Tag sehen wir dann auch endlich mal wieder die Sonne, beziehungsweise wir sehen ein bisschen was von ihr, denn sie versteckt sich die meiste Zeit immer noch hinter Hügeln. Die Sonne in Verbindung mit dem Schnee und der arktischen Kälte schafft eine besonders magische Stimmung. Es macht Spaß, so durch den Morgen zu fahren. Man achte auf die Temperaturanzeige in Mando. Das war bisher die tiefste Temperatur, die wir bei unserer Reise erlebt haben. Und da tauchte sie endlich vor uns auf. Die Sonne hat es über einen der Hügel geschafft und scheint uns ins Gesicht. Wir sind heute weitergefahren und haben zwischendrin angehalten, stehen jetzt hier an einem tollen Fluss, den zufällig gesehen haben, dass hier so eine schöne Aussicht ist. Fluss sage ich, See. Der See heißt Leviaselmi, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und die Aussicht hier ist einfach nur gigantisch. Gerade hier in dem schönen Licht. Wir zeigen es euch mal.
toll, oder? Also wir sind echt froh, dass wir den Spot hier quasi zufällig gefunden haben. Hendrik lässt jetzt noch gleich die Drohne steigen und dann zeigt er euch die Aufnahmen von der Drohne sicher gleich. Der einzige Nachteil der Sonne zu dieser Jahreszeit ist, dass wenn man Richtung Süden fährt, sie einem um die Mittagszeit direkt ins Gesicht scheint und blendet. Während einer kurzen Pause sehe ich diese Schulklasse, oder vielleicht sind es auch Soldaten, ich weiß es nicht genau, an uns vorbei joggen. Ganz schön hart bei minus 15 Grad. Auf einmal wird die zweispurige Straße vierspurig und noch Platz nach rechts und links außen. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Es ging ungefähr 1 Kilometer so oder 1,5 Kilometer. Soll das eine extra breite Feuerschneise sein oder eine Notfalllandebahn für Flugzeuge? Falls ihr das wisst, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Later. Wir sind hier heute weitergefahren Richtung Rovaniemi und stehen jetzt hier im Weihnachtsmanndorf, dem Santa Claus Village. Und das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen. Außerdem ist hier auch der Polarkreis. Das heißt, ab morgen werden die Tage wieder länger, wenn wir uns weiter Richtung Süden bewegen. Und unser nächstes Ziel ist dann Oulu und da hat es 10 Grad weniger Minus als hier, aber immer noch Minus, aber ja. Wir sind dann wieder im einstelligen Bereich, sagen wir es so. Ja, also ich muss sagen, um das Weihnachtsdorf jetzt hier zu besichtigen in der richtigen Stimmung, passt jetzt wunderbar, ne? Das ist hier so richtig schöne Weihnachtsstimmung. Auch wenn es natürlich furchtbar kalt ist, also für uns ein bisschen zu kalt, ne? Ja. Aber ja, wir schauen jetzt auch mal, ob wir was Warmes finden oder so und ja. Wir schauen uns jetzt einfach mal um, genau. Ja.
Hier geht's angeblich zu Santa. Santa ist angeblich da. Schauen wir mal, ob der Weihnachtsmann da ist. Hier ist ein Countdown, 35 Tage bis Weihnachten. Und da oben ist eine lange Schlange. Außerdem kostet es, glaube ich, dann spätestens da Eintritt. Oder für ein Foto mit Weihnachtsmann zahlt man was. Christmas time is everything. I just wanna know, can you groove with me? Arctic Circle. Und wir sind wieder drüber. Everybody dancing in the place for us to be. I can hear them sleigh bells ring, and Christmas time is everything. I just wanna know, Santa, can you groove with me? Santa, can you groove with me? Ja, ist halt ein riesiges Touri-Ding hier. Aber das haben wir uns schon gedacht. Trotzdem mal schön wieder so ein paar weihnachtliche Eindrücke, passend zum Wetter. Und es ist ja schließlich auch bald Weihnachten zu haben. Aber es reicht dann jetzt auch wieder. Wir waren hier gerade noch im Main Post Office vom Weihnachtsmann, also im Hauptpostamt vom Weihnachtsmann. Da können die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann einschmeißen mit ihren Wünschen und so weiter. Heike schaut gerade noch, ob sie noch ein paar besondere Briefmarken bekommt, um wieder ein paar Postkarten abzuschicken. Und hier gibt es eine Webcam, da winken sie alle wie blöde rein. So, und reicht's jetzt? Wir gehen jetzt zurück zum Mando. Und mit diesen tollen Eindrücken aus der Luft beenden wir das heutige Video. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Im nächsten Video im neuen Jahr besuchen wir dann Ulu und schauen uns dort unter anderem das Lumo Lights Festival an. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte ein Like und einen Kommentar und natürlich abonnieren nicht vergessen. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Ja, guten Morgen. Wir sind heute von unserem Übernachtungsplatz an der E96. Nee, ganz nochmal. Du musst das Mikro schon zuhalten. Ja, ich sollte auch die Aufnahme starten. Okay. Nochmal. So.